Wenn du in Deutschland aufgewachsen wärst, dann hättest du dich nie mit dem Konjunktiv stressen müssen. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und wir beschäftigen uns heute mit dem Konjunktiv 2 in der Vergangenheit, mit Modalverben und in Nebensätzen. Dieses Video ist schon das zweite des 5-teiligen Gratis-Grammatik-Workshops, in dem du den Konjunktiv 1 und 2 lernst und mit mir gemeinsam auf Zoom üben und deine Fragen stellen kannst. Melde dich über den Link unter diesem Video kostenlos an, dann schicke ich dir alle Infos und Links zu. Und du bekommst Materialien aus meinem kompletten Grammatikkurs geschenkt. Übrigens kannst du dich ab Donnerstag wieder mit einem super Rabatt und Bonuskurs für den Grammatikkurs anmelden. Aber zurück zum Konjunktiv 2. Der hat im Deutschen vor allem 3 Aufgaben. Du kannst damit Höflichkeit ausdrücken, Vorschläge machen bzw. Ratschläge geben und deine Meinung sagen. Und als letztes ist der Konjunktiv 2 für Bedingungen, Wünsche und Irreales. Das ist der größte Bereich und wird von uns Muttersprachlern sehr oft verwendet. Wenn du die Grundlagen nochmal wiederholen möchtest, habe ich dir das Video hier verlinkt. Nun schauen wir uns die Vergangenheit des Konjunktiv 2 an. Es gibt nur eine Zeit für die Gegenwart und Zukunft, nämlich das Präsens, und nur eine einzige Zeit für die Vergangenheit. Also keine Sorge, es gibt kein Präteritum, Plusquamperfekt und so weiter. Die Vergangenheit des Konjunktivs 2 ist im Prinzip wie das Perfekt. Hier direkt ein paar Beispiele. Konjunktiv Gegenwart. Ich würde gerne jeden Tag Deutsch lernen. Werden plus Infinitiv. Konjunktiv Vergangenheit. Ich hätte gerne jeden Tag Deutsch gelernt. Hätte plus Partizip 2. Vergleiche mal mit dem normalen Perfekt. Ich habe jeden Tag Deutsch gelernt. Haben plus Partizip 2. Warum gibt es in der Gegenwart würde, aber in der Vergangenheit hätte? Ganz einfach. Die Vergangenheit besteht ja immer aus 2 Verben. Haben oder sein plus Partizip 2. Hier gelernt. Aber die Gegenwart hat immer nur ein Verb. Hier ist es lernen. Und um einen Konjunktiv daraus zu machen, brauchen wir ein zweites Verb. Und das ist normalerweise würde. Warum sage ich normalerweise? Du kannst statt würde auch ein Modalverb wie müsste oder könnte benutzen, aber dann ändert sich die Bedeutung des Satzes. Schau mal. Ich müsste jeden Tag Deutsch lernen. Was heißt das? Wenn ich besser werden will, dann muss ich mehr lernen. Das ist ein Ratschlag an mich selbst. Ich könnte jeden Tag Deutsch lernen. Und was heißt das? Hier fehlt Information, denn es handelt sich um eine Bedingung. Wir brauchen also noch einen Wenn-Satz. Erinnerst du dich? Wenn A passiert, dann passiert auch B. Also, was müsste passieren, damit ich jeden Tag lernen könnte? Ich könnte jeden Tag Deutsch lernen, wenn mein Tag 48 Stunden hätte. Oder ich könnte jeden Tag Deutsch lernen, wenn ich motivierter wäre. Du siehst, der Konjunktiv steht hier im Hauptsatz und im Nebensatz. Wie sehen diese Sätze nun in der Vergangenheit aus? Achtung, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich müsste jeden Tag Deutsch lernen. Ich hätte jeden Tag Deutsch lernen müssen. Was passiert? Wir haben nun 3 Verben. Warum? Die Vergangenheit steckt im Modalverb, also ich habe müssen, nicht ich habe gelernt. Wenn wir aber müssen und lernen kombinieren, ist es ich habe lernen müssen. Das ist das normale Perfekt mit Modalverb. Nun der Können-Satz. Ich könnte jeden Tag Deutsch lernen, wenn ich motivierter wäre. Ich hätte jeden Tag Deutsch lernen können, wenn ich motivierter gewesen wäre. Schauen wir uns noch den hinteren Teil an. Wenn ich motivierter gewesen wäre. Warum wäre? Ganz einfach. Das Perfekt kann man ja mit haben und mit sein bilden. Erinnerst du dich? Ich bin motiviert gewesen. Das ist das Perfekt.
Ich wäre motiviert gewesen ist demnach der Konjunktiv 2. Kleine Information am Rande. Wenn wir Muttersprachler miteinander sprechen, würden wir wahrscheinlich ich war motiviert sagen und nicht ich bin motiviert gewesen. Das erste ist das Präteritum, aber das gibt es im Konjunktiv ja nicht, verstehst du? Okay, wir haben uns jetzt mal einen ersten Überblick über die Vergangenheit und Modalverben verschafft. Nun trainieren wir das ein bisschen intensiver und zwar mit den Beispielen aus dem letzten Video. Wir fangen bei Bedingungen, Wünschen und Irrealem an, denn die haben oft keine Modalverben und sind deshalb ein bisschen einfacher. Erinnerst du dich an die Million? Wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich viele tolle Sachen machen. Wie sehen diese Sätze in der Vergangenheit aus? Wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich mir ein Haus mit Pool kaufen. Wenn ich 1 Million Euro gehabt hätte, dann hätte ich mir ein Haus mit Pool gekauft. Ich würde meinem Papa eine Reise zum Kilimanjaro schenken. Ich hätte meinem Papa eine Reise zum Kilimanjaro geschenkt. Meiner Freundin würde ich ein neues Auto kaufen. Meiner Freundin hätte ich ein neues Auto gekauft. Aber leider habe ich keine Million. Achtung, hier mit Modalverb. Ich könnte das komplette Geld aber auch spenden und damit echte Probleme lösen. Ich hätte das komplette Geld aber auch spenden können und damit echte Probleme gelöst oder lösen können. Du siehst, das Verb würde für die Gegenwart fällt weg und wird mit hätte ausgetauscht, so wie es im Perfekt normal ist. Machen wir noch ein Beispiel mit sein im Perfekt. Ich bin mit 1 Million sehr glücklich. Ich wäre mit 1 Million sehr glücklich. Ich wäre mit 1 Million sehr glücklich gewesen. Machen wir weiter mit den Wünschen, die sind relativ einfach in der Vergangenheit. Ich hätte so gerne 1 Million Euro. Ich hätte so gerne 1 Million Euro gehabt. Ich wäre so gerne reich. Ich wäre so gerne reich gewesen. Ich würde so gerne mit meinem Papa zum Kilimanjaro. Achtung, perfekt mit sein. Ich wäre so gerne mit meinem Papa zum Kilimanjaro gegangen. Als nächstes schauen wir uns noch die Beispiele über die Präsidentin an. Wenn ich Präsidentin bzw. Kanzlerin wäre, dann würde ich vieles ändern. Wenn ich Präsidentin bzw. Kanzlerin gewesen wäre, dann hätte ich vieles geändert. Ich würde mehr Geld in die digitale Bildung investieren, wenn ich Präsidentin wäre. Ich hätte mehr Geld in die digitale Bildung investiert, wenn ich Präsidentin gewesen wäre. Ja, so funktioniert die Vergangenheit im Konjunktiv 2. Denke immer an das normale Perfekt und tausche dann einfach das Hilfsverb haben oder sein mit dem Konjunktiv aus. Fertig. Also hätte oder wäre. Weiter geht's mit Sandra, die immer gestresst ist und gute Ratschläge von ihrer Familie und von ihren Freunden bekommt. Diese setzen wir nun in die Vergangenheit. Und Achtung, hier gibt es überall Modalverben. Du solltest mal wieder Urlaub machen. Du hättest mal wieder Urlaub machen sollen. Du solltest dich gesünder ernähren und mehr Sport machen. Du hättest dich gesünder ernähren und mehr Sport machen sollen. Hier gilt sollen auch für gesünder ernähren. Das brauchst du nicht zweimal. Du könntest doch morgens spazieren gehen, das würde dir helfen. Du hättest doch morgens spazieren gehen können, das hätte dir geholfen. Achtung, Modalverben im Perfekt werden immer mit haben gebildet. Denn spazieren gehen ist ja mit sein, aber das ist hier egal, denn die Vergangenheit steckt immer im Modalverb, okay? Nächstes Beispiel. Du müsstest das Handy abends weglegen, das macht dich total nervös. Du hättest das Handy abends weglegen müssen. Ist das mit der Vergangenheit und den Modalverben klar? Schreibe gerne ein paar eigene Sätze in die Kommentare und ich werde sie für dich korrigieren. Zum Abschluss schauen wir uns noch den Satzbau im Nebensatz an, denn der ist etwas speziell. Schau dir erstmal einen Hauptsatz an. Ich hätte meiner Freundin ein Auto gekauft. Im Nebensatz, ich weiß, dass ich meiner Freundin ein Auto gekauft hätte.
Der Satzbau ist gleich wie im normalen Perfekt im Nebensatz. Das Hilfsverb steht am Ende. Ich weiß, dass ich meiner Freundin ein Auto gekauft habe. Und noch eins mit dem Hilfsverb sein. Ich weiß, dass ich sehr oft in den Urlaub gegangen wäre. Normales Perfekt. Ich weiß, dass ich sehr oft in den Urlaub gegangen bin. Nun wird es schwieriger, denn die nächsten Sätze haben ein Modalverb. Du hättest das Handy abends weglegen sollen. Hättest steht vorne und weglegen sollen steht hinten. Im Nebensatz gibt es aber kein vorne, sondern nur hinten, dann stehen dort alle 3 Verben. Ich finde, dass du das Handy abends hättest weglegen sollen. Die Reihenfolge bleibt also gleich, im Prinzip ganz einfach, aber viele machen hier den Fehler, dass sie hättest ganz ans Ende stellen. Das passiert vor allem Muttersprachlern. Ich bin der Meinung, dass du morgens hättest spazieren gehen können. Hier sind es sogar 4 Verben, denn spazieren gehen sind ja schon 2. Hättest können ist die Vergangenheit, ein Verb am Anfang und eins am Ende, und in der Mitte steht spazieren gehen. Uff, du siehst, das ist ein komplexes Thema, aber mit ein bisschen Übung kannst du das auf jeden Fall schaffen. Komm doch am Donnerstag um 18 Uhr zu unserem Zoom-Treffen, dann üben wir gemeinsam und du kannst mir deine Fragen stellen. Du bekommst den Link über die Anmeldung zum Workshop. Alle Infos findest du unter diesem Video. Ja, ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.